Willkommen Krypto-Fan zum DevNet von Comdex. Und zwar jeder, der das DevNet ausprobiert, wird dann irgendwann später einen Airdrop bekommen. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und wir gehen hier einmal auf diesen Link drauf. Das erste, was wir dann hier machen, ist unser Wallet verbinden. Drücken wir einmal auf Connect, auf Kepler Wallet und approven die Comdex Chain. Drücken dann nochmal auf Approve und sind dann hier im DevNet mit unserem Kepler Wallet verbunden. Dann das nächste, was wir machen, bevor wir alle Funktionen ausprobieren, ist hier auf das Faucet zu gehen. Genau, davor vielleicht noch eure Adresse kopieren. Heißt, wir gehen aufs Kepler Wallet, scrollen runter zum Comdex Testnetzwerk und kopieren hier unsere Adresse. So, hier dann einfach eure Comdex-Adresse eingeben, bestätigen, dass ihr kein Roboter seid und auf Send Me Tokens drücken. Kann gut sein, dass es die ersten paar Male nicht funktioniert, also einfach ein paar Mal probieren. Genau, bei mir jetzt auch hier beim zweiten Mal erst geklappt. Und danach gehen wir hier wieder zurück auf die Webseite und fangen einfach mal an. Hier sehen wir einfach das Dashboard. Hier können wir Comdex kaufen gehen und weiter auf die Osmosis Zone. Aber das möchten wir ja jetzt nicht machen. Heißt, wir gehen zuerst mal einmal auf My Home. Dort sehen wir, was wir kaufen können. Zwar haben wir hier noch keine Comdex Tokens bekommen, aber wir können uns ja mal alles kurz anschauen, bis wir die Tokens bekommen. So, hier gibt es dann auch einmal die Assets, die uns dann angezeigt werden, wenn wir denn welche haben. Dann können wir hier auch wieder die Borrow-Funktion benutzen, wo wir dann durch Comdex Gold, Silber und Öl ausleihen können. Die Funktion geht nicht, die auch nicht. Und genau, hier dann auch die Farm. Dann können wir zum Beispiel mit Comdex und Gold, ich glaube Comdex Farm, beziehungsweise bekommen wir dann, das sind dann 50% Comdex und 50% Gold oder Öl oder Silber. Und wir schauen mal, ob unsere Tokens schon da sind. Ne, genau. Mint gibt es auch noch nichts, bei Farm auch noch nichts. Und die Story ist natürlich noch leer. Jetzt haben wir unsere Tokens bekommen und haben ungefähr 2600 Dollar auf unserem Konto, mit dem wir jetzt hier ein paar Sachen ausprobieren können. Hier sehen wir es in den Assets, haben wir 2000 Comdex. Ich würde sagen, wir starten dann mal hier mit der Swap-Funktion. Und zwar haben wir 2000 Comdex. Wir machen es aber mal mit 300. Genau, und bekommen dann da 0,2 Gold. Drücken dann auf Swap, Trade at your own risk, akzeptieren das, drücken auf Agree und bestätigen das auch in unserem Wallet. Lassen das Ganze dann durchladen und swappen, genau. Die Transaktion ist schon durch, wir machen das noch einmal mit Silber, um einfach alles zweimal gemacht zu haben. Machen das auch mal mit 200 Comdex, sind dann 4,4 Silber. Akzeptieren natürlich nochmal, dass wir wissen, was wir machen. Okay, approven das auch wieder hier im Kepler Wallet und sollte wieder nicht schnell, sollte nicht lang dauern. Genau, ist auch schon fertig. Wir gehen weiter zur Borrow-Funktion und sehen, wir haben noch hier ungefähr 1,5 Comdex. Wählen hier mal auch 300 aus. Genau. Genau, wir können erst ab 150%, glaube ich, anfangen zu borrowen. Genau, machen wir es aber einfach mal mit 150, ne, mit 200%. Drücken auf Borrow, akzeptieren wieder und drücken auf Agree. Dann natürlich wieder in unserem Kepler Wallet bestätigen und warten, bis die Transaktion durch ist. Ist auch schon durch, perfekt. Die Edit-Funktion, oh, okay, können wir benutzen. Heißt, probieren wir es einfach mal mit 5 und geht nicht, macht Sinn. Genau, und mit 220% drücken auf Deposit, drücken wieder auf Agree und wieder im Kepler Wallet drücken auf Approve. Und dann sollte es auch nur ein paar Sekunden dauern. Schauen wir mal. Perfekt. Okay, hat funktioniert. So, genau, hier sehen wir es dann. So, und dann können wir auch hier auf Close gehen, drücken auf Close, akzeptieren das wieder in unserem Kepler Wallet, lassen die Transaktion durchgehen und haben dann hier bei der Borrow, beziehungsweise bei dem Borrow-Tab alles gemacht, was wir machen konnten. Wir gehen direkt über zu Farm, lassen das mal kurz laden und geben auch wieder hier 200 Comdex ein, haben auch genug Gold dafür, drücken auf Farm, drücken auf Agree und können dann hier mit 50% Comdex, 50% Gold, ich glaube, die Comdex Tokens farmen. Genau. Und lassen das auch nochmal durchgehen. Und können dann wahrscheinlich im Anschluss hier noch ein bisschen Liquidity wieder herausnehmen. Genau. Machen wir es mal mit 23%, dass wir auch wirklich jede Funktion genutzt haben. Drücken wieder auf Agree. Akzeptieren das wieder in unserem Kepler Wallet. Und dann sollte es eigentlich das alles gewesen sein. Wir schauen nochmal alles durch. So, einmal auf More, Manage Staked. Genau, das ist, wenn ihr eure Comdex Token staken wollt. Hier könnt ihr in Auctions
mal reinschauen, ob ihr das möchtet. Genau, Borrow haben wir alles gemacht, geswappt haben wir. Hier sind unsere Assets. Hier wieder unser ganz normales Home-Menü. Hier sehen wir, wie viel Gold, Silber und Öl wir haben. Könnt ihr hier wieder traden. So, Mint geht noch nicht. Farm, hier sehen wir unsere Farm. Unsere History mit all unseren Trades. Und wir können wieder zurück aufs Dashboard gehen und uns die ganzen Stats anschauen. Das war's aber mit mir und mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen und weitergeholfen hat, lasst gerne ein Abo da oder ein Like. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.